Die beiden Fender zwischen den Dalben gehen ja automatisch mit raus. Du sagst mir hier vorne nur, ob ich links oder rechts fahren muss. Kann ich ja mit dem Bug- und Heckstrahler ausgleichen, dass wir sauber durch die Dalben kommen. Dann sind wir auch schon raus. Als erstes müssen wir unsere Springen loswerden. Die andere Seite musst du ziehen, oder? Durch die Lasche ziehen. Ja. Da hat er ja auch noch irgendwo eine Spring gemacht. Ja, ja. Hier hinten ist die Spring weg. Jürgen. Da kämpft immer noch mit Leine abmachen hinten. Wir fahren jetzt zuerst raus. Unsere Fender sind schon hoch. Wir werden durch die Fender von Frank und Claudia geschützt. Alle Leinen los. Kommando rückwärts. Jetzt haben wir uns schon mal schön hier rausgefummelt. Hat super geklappt. Claudia und Frank gehen jetzt auch raus. Ja, die Boxen waren ziemlich schmal. Dann geht's auf große Fahrt nach Accum. Da links fährt so ein dicker Frachter hier durch. Hinter denen klemmen wir uns jetzt, aber ich habe noch nie gesehen, dass hier so dicke Berufsschiffe hier durchfahren können. Dort ist das Hotel. Marina sortiert die Leinen. Ja, auch schöne Campingplätze direkt am Wasser. Wir folgen jetzt dem Berufsschiff. Das wird uns dann die Brücke öffnen. Auch eine große Wohnmobilanlage. Aber kommt man nur mit flachen Schiffen rein. Da ist die Welt der Sloopen hier. Ein schönes Ferienparadies hier. Man kann hier vieles unternehmen. Stand-up-Paddling. Man kann hier wahrscheinlich auch ein bisschen segeln lernen. Jörg, pass auf. Ja, er dreht ab. Okay. Holstenbruck, guten Morgen. Wir sind zwei Sportboote hinter dem Frachter Barber und würden die Brücke gerne mit passieren. Kein Problem. Man sieht schon, dass die Brücke aufgeht. Ich habe jetzt voll gegengelenkt, um gerade zu kommen. Und bin mit einer Maschine immer noch zu schnell. Mit einem Berufsschiff vor uns werden die Brücken immer sofort geöffnet. Der kämpft sich jetzt hier durch die Brücke. Das Berufsschiff ist gleich durch. Ich habe jetzt voll nach rechts eingeschlagen und nehme jetzt die rechte Maschine. Und trotzdem bricht der Bug nach links aus. Und ich muss einmal kurz gegenlenken und dann fahren wir geradeaus. Bin aber mit der linken Maschine im Leerlauf. Jürgen hat die Brücke auch angefunkt und sie hat gesagt, wir dürfen dann gleich mit. Super. Hier an der Seite ist auch eine schöne Wiese, das kann man auch grillen. Da wird auch schon ein Pavillon aufgebaut. Da wird schön geputzt. Ja, es ist ein riesiges Wassersportgebiet hier. Das Berufsschiff fährt links weiter und wir gehen hier rechts weiter. Und da hinten ist ein Restaurant. Ein schönes Dach. Neues Häuschen. Auch hier sind wieder schöne kleine Anlegestellen, wo man 1-2 Tage übernachten kann. Eine schöne Contessa, schönes Boot. Geradeaus wäre eine Abkürzung, aber die erfüllt gerade unsere Mindestanforderungen und das wollen wir nicht riskieren. Heute ist hier Vorsicht angesagt. Es sind hier Segler unterwegs. Ja, von vorne kommt jetzt auch einer, schnell vorbei am Segler. Dann wieder rübergehen ein Stück. Stärkste Wachsamkeit. Wir haben einige Segler, die jetzt hier unterwegs sind, auf dem schmalen Kanal. Die natürlich sehr mit ihren Jollen immer sehr hin und her gehen und man nie so genau weiß, was sie gerade machen. Jürgen, geh vom Gas. Nee, jetzt. Für uns haben die Segler immer Okay. Vorfahrt. Ich kenne natürlich auch die Ausnahmen mit Steuerbord und Ufer rechts, dass er uns nicht zu ausweichen zwingen darf. Aber was soll er machen, wenn auch noch von vorne welche kommen? Am Ende hilft vorausschauendes Fahren von beiden Seiten, am Ende Blickkontakt und alles ist gut. Das Wetter hat heute gut abgekühlt seit gestern. Hat diese Nacht ja auch geregnet und ja, mit 20 Grad ist das jetzt richtig angenehm zu fahren. Ja, man muss hier tierisch aufpassen heute. Naja, die letzten 2 Segler und dann haben wir erstmal wieder freie Fahrt. Heute sind wir ja hier in Zickzack gefahren. Jo, das ist ein schönes, dickes Wohnboot, genau. Solarplatten ausgelegt, da kann man wunderschön drauf leben. Der erste
Stück Kanalfahrt ist zu Ende und jetzt kommt der erste See. Das ist das Zeitwurster Ei. Das geht dann über in das wilde Ei und dann gehen wir auf der anderen Seite wieder in den Kanal Richtung Accrum. Jetzt fahren wir übern See, übern See. Tief ist es hier nicht, wir sind ja gebrannte Kinder und 2 Meter soll es sein, aber ab und zu geht es mal auch runter. 1,7 war jetzt das niedrigste allerdings, das passt noch. Heute ist Sonntag und ist doch noch einiges los hier auf dem Wasser. Das Schöne an der elektronischen Karte ist, dass man genau sieht, wo man ist und auch weiß, wo man rausfahren muss. Man muss also nicht am Ufer suchen, weil viele Buchten und so täuschen ja auf die Kanalausfahrt an. Der Segler kreuzt uns. Wahrscheinlich will da dem Segler da hinten helfen, der da umgekippt liegt. Nee, doch nicht. Ja, am Ende ist hier so eine Art Kreuzung und da kommen von rechts und links welche und wir müssen uns jetzt in den Verkehr einfädeln. Da lag ein umgekippter Segler, da kümmert sich kein Mensch drum. Der richtet sich auch selber wieder auf, so ein Segler. Das ist ja Sinn, der Segler kippen immer um. Hier unter den Kanal, dann gibt es hier noch ein Aquädukt und dann sind wir dann hier auch schon in Accrum. Aber es ist doch kühler als gedacht heute. Ja. Der Wind ist doch etwas scharf. Aber gutes Segelwetter heute. Ja, also für die Segler ist das hervorragend. Für uns dann natürlich nicht so gut, weil wir natürlich viel ausweichen müssen. Aber Aber je ja länger auch, es gibt, wie es geht, ne? genau, wir müssen ja auch gönnen können. Wir sind jetzt abgebogen in den nächsten Kanal. Hier kann man auch kleine Bötchen ausleihen, Segelboote. Witzige Tonne, das sieht aus wie eine Mini-Sauna auf dem Steg. Frank macht ein spektakuläres Überholmanöver. Er hat es geschafft. Jetzt kommen hier noch mit Segler entgegen. Ja, auf so einem kleinen Kanal wird es auch schon mal ab und zu eng. Ist wirklich ein schönes Fahrgebiet. Gefällt uns ganz gut. Mit so einem niedlichen kleinen Motor hinten dran ist das nicht so einfach. Aber man kommt auch an. Ist schon hier alles ein bisschen eng. Scharfe Kurve nach rechts. Ein Haus schöner wie das andere. Sehr schön. Alles so gepflegt. Ah, die wollen wirklich schön, aber was hier so täglich am Boden vorbeidonnert, das muss man auch mögen. Ein Baumhaus für die Kinder. Ah, hier ist wieder ein Boot, was man kaufen kann. Kommen dann zum Aquädukt und danach haben wir die Sporbrücke von Accrum und die öffnet nur alle halbe Stunde. Hier ist ein Aquädukt. Darunter geht eine Autobahn. Die Niederländer haben es drauf. Herenveen, 12 Kilometer, dann sind wir ja gleich bei Piet. Dann ist das auch die Bahnstrecke, die beim Piet lang geht. Ja, schauen wir mal, ob die Zeiten stimmen. Ansonsten bedeutet das ungefähr eine halbe Stunde Wartezeit. Die Eisenbahnbrücke ist sehr schmal. Da kommt man gerade so durch. Aber wir haben es gut geschafft. Jetzt wäre hier an der Eisenbahn gleich ein Liegeplatz. Wir müssen jetzt mal schauen, wo wir bleiben. Mit der Eisenbahnbrücke, das lief ja perfekt.
Die war gleich auf, als wir kamen und konnten so durchfahren. Die nächste Brücke ist schon auf und wir können im Konvoi durch. Ja, sind wir gerade noch durchgekommen. Mal schon das Schiff soweit vorbereiten zum Anlegen. Ja, hier auf der linken Seite ist ein Passantenhafen, aber da ist nur bis 10 Meter, also nichts für uns. Das klappt ja hier wunderbar mit den Brücken. Es ist heute sehr windig. Das ist die Brücke, wo ich mich geärgert habe, weil 10 Minuten vor Pause hat er einfach auf Doppelrot geschaltet und wir kamen gerade an. Aber das ist schon fast 20 Jahre her. Also hier in Akrum ist das ja hervorragend gewesen. Alle Brücken waren direkt offen, sodass wir schön durchfahren konnten. Die Brücke haben wir auch passiert und jetzt kommt nichts mehr außer 2 Häfen und wir hoffen, dass es irgendwo klappt. Auch hier kann man tanken. Da ist eine Menge los auf dem Wasser. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ganz schön voll hier, Akrum. Da ist die Karte mit Strom. Hier vorne wäre ein Platz. Jetzt wenden wir wieder. Wir quirlen hier hin und her und suchen. Akrum war jetzt ein Flop, alles voll. Für unsere Größe war da nichts mehr, hätte ich jetzt nicht so erwartet. Und wir fahren jetzt weiter nach Teherne. Mal schauen, wie es da aussieht. Aber ich muss auch mal sagen, schade, dass die Boote nicht aufrücken. Es hätten da mindestens noch 3 Platz gehabt, wenn die alle ein bisschen mehr aufrücken würden. Ja, die 2 vorne, die kleinen, die standen genau in der Mitte. Wenn die aufgerückt hätten, hätten wir da in Päckchen locker hingepasst. Aber die sehen, Ja. naja, es ist halt so, ne? Ist halt so. Bei schönem Wetter sonntags ist hier mal wieder die Hölle los. Akrum war komplett voll und dann sind wir nach Teherne ausgewichen und haben hier auf der Ecke noch 2 schöne Liegeplätze bekommen. Gerade so. Als wir ankamen, war hier drüben noch alles voll. Wenn wir jetzt kommen würden, dann würden wir hier auch noch einen Liegeplatz kriegen. Aber wir bleiben jetzt hier. Hier ist auch sehr schön. Und der Ortskern ist nicht weit, aber auch sehr winzig. Auch hier lassen wir den Tag gemütlich ausklingen. Michael und Andrea sind auch gekommen. Und wir haben hier einen schönen Sitzplatz, wo wir den Tag verbringen. Ganz entspannt. Die Häuser mit den roten Dächern scheinen alles Ferienhäuser zu sein. Viele deutsche Autos stehen daneben. Linke Seite Herren, rechte Seite Damen. Weiter durch die Duschen. Bei den Männern alles in Rot. Ja. Saubere, schöne Trennwand mit Sensor. Eine Temperatur, aber im Preis drin. Ja, 3 Stück. Waschbecken. Ja, das gleiche in weiß für die Damen. Ja, bei den Damen hat man sogar Marmor an den Wänden. Hier kommt man rein mit Code, kriegt man telefonisch vom Hafenmeister. Und wir gehen jetzt wieder zurück. Das ist hier im 1. Stock. Und ja, die Duschen sind schön warm, geräumig. Die Frauen haben sogar Marmor an den Wänden. Und durch die Lichtschranke kann man die Duschzeit immer wieder verlängern und so ganz entspannt duschen. Super. Hier der Teherner Hafen, tolle Location. Und jetzt gehen wir mal essen. Also da hinten ist das Häuschen, wenn man in den zweiten einfach rauskommt, dann ist hier an der Brücke Ende. Aber und hier ein Lokal, Hotelrestaurant und dann die TV. Wir versuchen es mal im TV. Das ist natürlich Sonntagabend ohne Reservierung. Ja, und wir starten mit Mosterdsuppe. Und da setze ich wie immer aus.
einmal heißer Stein, Ribeye Ribeye, ja. und Griechisches Hähnchen. ja. Und du hast Schnitzel. Schnitzelüberbacken. Und ich habe auch noch den heißen Stein mit Beefsteak. Dazu gibt es hier das ist so ein übliches, ordentliches Lokal, wo es so verschiedene Speisen dazu gibt. Ja. Und ja. Ja, Rhabarber und rote Beete darf natürlich nicht fehlen. Auf der Rückseite gibt es auch noch eine schöne Terrasse, aber da war es uns doch heute auch zu kalt. Und der Laden geht ganz weit durch. Und auch heute war das Essen wieder gut, Preis-Leistung okay, kann man empfehlen. 8:45, die letzten Sonnenstrahlen. Der Herne ist schon wie ausgestorben und wir gehen jetzt zurück zum Hafen. Wer mehr sehen will, der kann sich einige unserer anderen Videos anschauen. Wir waren schon mehrmals in Terne. So, da hinten ist die Brücke, wo wir eben waren in der Stadt. Und hier gibt es auch noch mal einen großen Hafen. Der Herne besteht eigentlich nur aus Häfen. Ja, und hier liegt die Kaluna und wir liegen ja fast dahinter gleich. Sehr schönes Boot. Jürgen hat eine sehr schöne Webseite mit 360° Videos von vielen Städten. Das ist sehenswert, sich mal anzuschauen, um sich zu orientieren. Wenn man irgendwo hinfährt, kann man mal von oben schauen und schon mal gucken, wo man hin will, wo was ist. Und den Link findet ihr oben rechts im Video. So langsam kehrt Ruhe ein. Wir trinken jetzt noch einen Absacker und dann geht's schlafen und morgen geht's nach Snake weiter. Und jetzt ist die Tür auf und das macht den Raum noch viel größer. Und die Couch haben wir auch noch mal geklappt. Und die Couch kann man auch noch mal klappen. Kann man in beide Richtungen klappen. Ja. Eigentlich so. Einmal für innen, Einmal für innen und einmal für einmal für außen. Und das gibt jetzt richtig viel Platz für die große Runde. Richtig. Genau. Accrum hat es nicht gewollt, da war alles voll. Wir sind zu einer ungünstigen Zeit angekommen. Und gestern war ja auch noch Vatertag. Und dann sind wir wieder nach Terne gefahren. Hier im kleinen Hafen waren wir schon öfters. Das ist wunderschön. Mit 17 € für super Sanitäranlagen und Strom ist es auch extrem günstig. Zum Ort, was man so Ort nennen kann, ist es auch nicht weit. Es gibt ein paar Restaurants, es gibt einen kleinen Lebensmittelladen, der das Nötigste hat. Und von daher, ja, es ist hier einfach perfekt. Und mit den Häusern drumherum ist das auch sehr gemütlich. Wir waren ja schon mehrmals hier, kennen das also und deshalb kommen wir auch gerne wieder.